eine starke, schlaue Frau wie sie gab's fast noch nie. Marie Curie. In Warschau 1867, im damals russischen Kaiserreich, erblickte eine Frau diese Welt, die auch nach ihrem Tode noch Ruhm behält. Marie Curie hieß dann auch Sklodowska, schließt sie die Schule mit Goldmedaille ab. In der fliegenden Universität lernt sie heimlich, denn der Staat setzt Frauen herab. Marie Curie, eine Frau voller Kraft und Genie. Trotz einer Gesellschaft, die keinen Platz hat für Frauen, blieb sie sich treu, blieb echt. Vorbild in Wissenschaft und Frauenrecht. Madame Curie, eine wie sie, das gab es noch nie. Eine Hauslehrerin ist sie danach, schloss mit ihrer Schwester einen Pakt, unterstützt Bronias Studium in Paris, danach sie das Gleiche für Marie macht. Mit 24 zieht Marie nach Paris, schließt das Physikstudium als Beste ab. Ein Jahr später das Studium in Mathe, als Zweitbeste sie den Abschluss hatte. Begegnet im gleichen Jahr Pierre Curie, haben sich beide direkt verliebt, heiraten 85 im Jahr darauf, waren fortan ein Team, beruflich auch. Marie Curie, eine Frau voller Kraft und Genie. Trotz einer Gesellschaft, die keinen Platz hat für Frauen, blieb sie sich treu, blieb echt. Vorbild in Wissenschaft und Frauenrecht. Madame Curie, eine wie sie, das gab es noch nie. Becquerel entdeckt Durans Strahlung, Marie schreibt die Doktorarbeit dazu. Das Wort Radioaktivität führt sie an, merkt, dass Pechblende noch mehr strahlen kann. 98 entdecken Marie und Pierre gleich zwei radioaktive Stoffe mehr. Nenn eins Polonium, denn in Polen ist sie geboren. Für das andere haben sie Radiomerkuren. 1903 erhalten sie und Becquerel den Nobelpreis für die Leistung in Physik. Die Jury wollte Marie als Frau erst übergehen, doch ihr Mann Pierre ließ das nicht so stehen. Marie Curie, eine Frau voller Kraft und Genie. Trotz einer Gesellschaft, die keinen Platz hat für Frauen, blieb sie sich treu, blieb echt. Vorbild in Wissenschaft und Frauenrecht. Madame Curie, eine wie sie, das gab es noch nie. Nachdem Pierre bei einem Unfall verstarb, setzt sie seine Professur an der Sorbonne fort. Als erste Frau ganz Frankreichs darf sie unterrichten an solch einem Ort. Und dann im Jahre 1911 erhält sie einen zweiten Nobelpreis. Diesmal erhält sie ihn in Chemie, prämiert in 2 Gebieten, das gab es noch nie. Beitritt zur Akademie der Wissenschaft wird ihr durch Geschlecht und Herkunft verwehrt. Wo sie als Rektorin Würde genießt, ist im neuen Radiuminstitut in Paris. Marie Curie, eine Frau voller Kraft und Genie. Trotz einer Gesellschaft, die keinen Platz hat für Frauen, blieb sie sich treu, blieb echt. Vorbild in Wissenschaft und Frauenrecht. Madame Curie, eine wie sie, das gab es noch nie. Der Erste Weltkrieg bricht voll Schrecken aus, bringt ihr Gramm Radium aus Paris heraus. Sie nutzt all ihr Wissen und leistet viel, macht Röntgen und Radiologie mobil. Fährt selbst zum Röntgen an die Front,
zeigt den Ärzten, wie man helfen könnte. Eine mobile Röntgenstation gab's nie, nannten es voll Wertschätzung Petit Curie. 150 Frauen lehrt sie Radiologie, eine Bezahlung wollte sie dafür nie. Wollte auch ihre Nobelmedaillen spenden, die Bank wollte das nicht, ließ es dabei bewenden. Marie Curie, eine Frau voller Kraft und Genie. Trotz einer Gesellschaft, die keinen Platz hat für Frauen, blieb sie sich treu, blieb echt. Vorbild in Wissenschaft und Frauenrecht. Madame Curie, eine wie sie, das gab es noch nie. Sammelt später Spenden in den USA, um Forschung zu finanzieren, ist sie da. Erste Frau der Akademie für Medizin und ihre Tochter wird ihren Weg weitergehen. Im Juli 1943 stirbt Marie an den Folgen der Strahlung. Ein Jahr darauf erhält die Tochter Irene auch den Nobelpreis für ihre Entdeckung. Ein Jahr nach ihrem Tod, im Jahr 44, wird Curium nach Pierre und ihr benannt. 1995 das Lebenswerk gekürt, werden ihre und Pierres Überreste ins Pantheon überführt. Marie Curie, eine Frau voller Kraft und Genie, das gab es noch nie. Träume dir dein Leben schön und mach aus deinen Träumen Realität. Folge uns für mehr Wissenslieder. Vielen Dank.